Wir freuen uns sehr, heute hier vom HNO-Kongress in Mannheim berichten zu können. Die 19. Jahrestagung ist in vollem Gange und wir freuen uns ganz besonders, dass wir einen Gast haben hier bei uns am Stand, Herrn Dr. Horst Luckhaupt, Chefarzt der HNO-Klinik des St. Johannes Hospitals in Dortmund. Herr Dr. Luckhaupt ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Vereinigungen, unter anderem der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Er ist außerordentliches Mitglied der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und hat zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, insbesondere zum Thema Infektiologie im HNO-Bereich geschrieben. Er ist Buchautor und hat unter anderem das Lehrbuch Medikamentöse Therapie in der HNO-Heilkunde verfasst. Herr Dr. Luckhaupt, schön, dass Sie heute da sind und uns einige Auskünfte geben können. Herr Dr. Luckhaupt, viele Antibiotikapräparate wirken nicht mehr bei allen Bakterienstämmen, wie zum Beispiel MRSA oder Pseudomonas. Die Pharmaindustrie entwickelt immer weniger neue Antibiotikapräparate und die Medizin sucht nach Alternativen oder auch Antworten. Die Plasma-Liquid-Produkte könnten eine Alternative sein. Sie konnten schon Erfahrungen mit den Produkten sammeln. Wie schätzen Sie die Ergebnisse ein? Als jemand, der sich mittlerweile Jahrzehnte mit bakteriellen Infektionen im HNO-Bereich beschäftigt, darf ich sagen, dass wir immer hoch erfreut sind, wenn wir ein Nicht-Antibiotikum zur Verfügung bekommen. Und hier ist das Stichwort Antiseptika. Antiseptika, also Substanzen, die gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Pilze hochwirksam sind, die aber von ihrer Substanz her, von der Chemie her keine Antibiotika sind, nichts mit Cortison zu tun haben, sondern eben rein antiseptisch wirksam sind, mit einer nachgewiesenen Wirksamkeit gegenüber Bakterien, also Bakterizide-Wirkung, gegenüber Viren, Viruzid, gegenüber Sporen, Sporozid, gegenüber Tuberkelbakterien, Tuberkulozid, gegenüber Pilzen, Fungizid. Und hier haben wir selbst in den vergangenen 2 Jahren mit Natriumhypochlorid, Plasma-Liquid-Präparaten erstaunliche Erfolge in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit chronisch rezidivierenden Erkrankungen im Ohrbereich, im Nasennebenhöhlenbereich sehen können. Und wir haben diese Patienten auch immer wieder nachverfolgt, weil für uns das bis etwa vor 2 Jahren nicht zur Verfügung stand und wir seither mit diesem Präparat große Erfahrungen, vor allem auch bei therapieresistenten Infektionen und bei Infektionen durch Krankenhauskeime, durch multiresistente Bakterien gute klinische Erfolge gesehen haben. Die Substanz ist, ich kann jetzt vor allem für den Ohrbereich und für den Nasen- und Nasennebenhöhlenbereich sprechen, die Substanz ist gut verträglich. Wir sind froh, dass die Substanz nicht oder fast nicht zytotoxisch ist im Vergleich zu anderen Antiseptika, wie beispielsweise Chlorhexidin. Die Verträglichkeit ist gut, es ist ein schneller Wirkungseintritt gegeben. Geruch und Geschmack sind in Ordnung. Das sind alles Sachen, die natürlich für die Compliance, für die Einnahmezuverlässigkeit der Patientinnen und Patienten wichtig sind. Und nach dem, was wir heute wissen, sehen wir keine Resistenzentwicklungen. Das ist ganz wichtig im Jahre 2019 in der Infektiologie und nach bisherigem Wissen, und das können wir aus unseren Erfahrungen bestätigen, kein Hinweis für Langzeitnebenwirkungen. Herr Dr. Luckhaupt, herzlichen Dank für diese Ausführungen. Letzte Frage. Plasma Liquid wirkt ja nur regional, also in der Nase, im Mund, im Ohr oder im Rachen, natürlich auch in der Wunde. Antibiotika wird systemisch, das bedeutet über den gesamten Körper. Sehen Sie in dieser Wirkweise einen Vorteil gegenüber Antibiotika, insbesondere im HNO-Bereich? Diese Frage kann man eindeutig mit Ja beantworten. In der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde war es in der Therapie, insbesondere bakterieller Infektionen, immer schon so, dass für uns die örtliche Behandlung, die Lokaltherapie, eine wichtige Rolle gespielt hat und weiterhin spielt. Warum?
Wir haben gelernt, dass zum Beispiel bei bakteriellen Entzündungen des äußeren Gehörganges die örtliche Konzentration, also eine lokale Behandlung erzielte Konzentration, häufig bessere und schnellere Behandlungserfolge bietet als eine systemische antibiotische Therapie. Und das gilt uneingeschränkt für Antiseptika wie Natriumhypochlorid, sprich die Plasma-Liquid-Präparate. Insofern kann man sagen, wenn wir natürlich eine schwere bakterielle Infektion mit hohem Fieber, mit der Gefahr der Abszedierung haben, dann muss systemisch antibiotisch therapiert werden, gegebenenfalls auch operiert werden. Aber in zahlreichen anderen Situationen ist die lokale antientzündliche Behandlung, und hier sind wir froh, dass wir hochwirksame Antiseptika, wie zum Beispiel Plasma-Liquid-Präparate haben, der systemischen Therapie vorzuziehen. Die klassischen Beispiele sind, wie ich eben nannte, die Gehörgangsentzündungen, aber dazu zählen auch bakterielle Infektionen im Bereich der Nase, der Nasennebenhöhlen, der operierten Nasennebenhöhlen und stellenweise auch in der Mundhöhle. Vermutlich auch in der Onkologie, in der Nachsorge ein gutes Mittel, um gerade bei strahlenbehandelten Patienten Linderungen herbeizuführen. Ja, bei Patienten, die zum Beispiel bestrahlt wurden oder eine Chemotherapie erhalten haben, sehen wir immer eine gute Akzeptanz und eine gute Wirksamkeit der Mundspüllösung, weil bei diesen Patienten häufig, es ist nicht zu verhindern, infolge der erforderlichen Behandlung, vor allem der Bestrahlung, es zu einer Mundtrockenheit, zu einer Xerostomie, wie man das nennt, und auch zu Veränderungen des Mikrobioms der Mundhöhle, das, was man früher Flora der Mundhöhle genannt hat, gekommen ist. Und auch hier sehen wir eine wirklich gute Akzeptanz bei guter Wirksamkeit dieser antiseptischen Präparate, Natriumhypochlorid, Plasma-Liquid-Präparate. Herr Dr. Lukop, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, insbesondere für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für die wirklich interessanten und wichtigen Informationen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag hier auf dem Kongress. Ich weiß, Sie haben heute noch einen wichtigen Vortrag und bedanke mich nochmal recht herzlich.